Musik ist das Element, das uns zusammenbringt. Und ich kann das herstellen und ich habe die Fähigkeit, um das zu machen. Und darum muss ich dem unbedingt wieder nachgehen. Oggi è una splendida giornata, non solo perché ci sono 2 soli, ma perché stiamo andando a Zurigo a incontrare Fabio Fridley, in arte Pablo Nouvel, pianista, produttore elettronico, che questa sera tiene il suo primo concerto post-pandemico al mitico Helsinki Club. Non vediamo l'ora di incontrarlo! Sempre che riusciamo a superare la una colonna che ci sembra dettata. Attenzione, attenzione a tutte le unità, abbiamo individuato la macchina, si sta dirigendo verso lo storico Helsinki Club di Zurigo. Intervenite, fermate Confederation Music backstage. Pablo, il primo concerto dopo più di 2 anni di stop, con quale spirito lo affronti? Es ist so viel gleichzeitig von diesen Spirits. Es kommt so viel zusammen heute Abend. Und ich bin so einen Staumauer gebaut, dass das nicht alles über mich reinbricht an Emotionen, dass ich performen kann und nicht einfach nur auf der Bühne stehen und heulen. Ich hatte einfach den Anspruch, irgendwann das Leben muss weitergehen, wir müssen wieder auf die Bühne. Aber wenn ich das mache, wenn ich mit einer Band komme, dann machen wir es so gross wie möglich. Dann machen wir mit neuen Visuals, dann machen wir alles nur neue Songs. Dann muss es stringenter sein, als es je war. Dann wollte ich all die neuen Songs spielen, praktisch nur neue Songs. Einfach so schwierig wie möglich, aber halt irgendwie, dass man den Moment wieder feiern kann, der uns so lange gefällt hat. Jetzt. Die Pandemie ist ein bisschen durch, aber für mich ist erst ab heute Abend die Pandemie durch. Can't pay my bills today. No, I can't catch a break. So hell yeah, I'm struggling. But you make my days better. I can't pay my bills today. No, I can't catch a break. So hell yeah, I'm struggling. But you make my days better. I can't pay my bills today. No, I can't catch a break. So hell yeah, I'm struggling. But you make my days better. Days better. Days better. Days better. Days better. Days better. Che cosa hai imparato da questi 2 anni così bizzarri? Es ist extrem viel passiert in diesen 2 Jahren. Ich habe ganz viele Konzerte abgesagt und habe aber sehr viel im Studio geschafft, habe neue Musik gemacht. Ich habe sehr viel Filmmusik und Werbung machen und habe mit Resource 2 das Standbein aufgebaut. Und das hat sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt, wenn ich nicht auf einer Bühne spielen kann. Wenn man nicht das gemeinsame zusammen Musik erleben hat und den Moment zelebriert vom Zusammensein. Und es hat ich habe mich wie selber so anschieben, um zu sagen, hey, das ist jetzt gerade wahnsinnig bequem, dass es funktioniert und dass ich von dem leben kann. Aber eigentlich ist ja die Ideologie und der Grund, wieso man Musik macht, ist etwas anderes. Und darum habe ich glaube gelernt. Wir waren bei Andys Bruder drüben und sind eskaliert. Das Elementarteilchen. Das Elementarteilchen. Das Elementarteilchen.
Tu metti in musica l'idea che non possa esistere il quadro completo se non c'è una cornice fatta di piccoli pezzetti. Che cosa intendi? Meine Arbeitsweise zum Arbeiten ist immer sehr collagemässig. Ich habe schon immer mit Samples gearbeitet. Ich lasse mich sehr fest inspirieren von anderer Musik. Ich bin gar nicht jemand, der sich wegsperrt und nur noch in sich gehen und schauen, was man drinnen für Töne findet, sondern ich bin mehr so der Schwamm und alle Sinne immer offen. Und Musik inspiriert mich extrem und da bin ich sehr gerne da etwas nehmen und dort etwas nehmen, hier etwas samplen, da irgendetwas kopieren und neu interpretieren und übereinanderlegen, zusammenschichten, 1000 Layers machen. Ich tue nicht irgendetwas auf Papier aufschreiben, sondern Komposition passiert bei mir am Laptop. Und so passiert das. Es ist wirklich wie ein Mosaik, das ich so zusammen kollagiere, bis das ganze Stück entsteht. Musik ist das, was ich mache. Ich habe das Glück, von dem zu leben und ich habe vielleicht nicht so Hemmungen wie andere, mal etwas rauszuholen, das vielleicht übermorgen alt ist. Ich habe das Gefühl, das ist wie okay, wenn etwas, was ich rausgebe, ein Zeitdokument ist, das in dem Moment stimmt und vielleicht halt nicht mehr. Wenn einem nichts peinlich ist von dem, was man früher gemacht hat, dann hat man sich nicht weiterentwickelt. Und ich habe ein gutes Team mit Management und Booking und Labels aufgestellt und dann pushen wir das halt einfach, weil ja, es ist sehr ein intrinsische, was das Feuer ankurbelt, ist sehr intrinsische Motivation zu kreieren und nachher halt das auch irgendwie anzuschubsen und zu sagen, so, lauf es von selber, jetzt wenn du geboren bist. Ich produziere noch viel mehr, als das rauskommt und oft gehst du heim und denkst, vielleicht war es das nicht gewesen. Und es ist halt eigentlich immer das Schrübeln machen. Das schätze ich so sehr an Musik. Also, es gibt so zwei ganz unterschiedliche Welten. Heute Abend stehe ich auf einer Bühne und dann muss zum Zeitpunkt 0 muss alles stimmen. Oder sonst müssen wir es irgendwie durchwursteln. Aber es gibt halt den Kick von, wow, jetzt müssen wir das vorbereiten und nachher muss das stehen. Und auf der anderen Seite, im Studio kann ich so lange an meinem Zeug schrauben, in meinem stillen Kämmerchen, ohne dass das jemand mitbekommt. Und dort habe ich alle Zeit vor der Welt, oder? Und muss erst das irgendjemandem zeigen, wenn ich selber finde, das kann man hören, das hat die Ästhetik und den Tiefgang und die Relevanz. Und das ist eigentlich, der Studiomoment schätze ich sehr. Und halt auch der Kontrast in diesem Leben, oder, von diesen zwei Welten, die zusammenkommen. Mi ricordo la piattaforma abbandonata sulla copertina di Obsolete. La musica è un buon medium per far passare i messaggi. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein bisschen ironisch, weil ich bin kein Lyrics-Guy. Ich höre nie auf Lyrics. Es ist immer, für mich ist Musik eine Emotion und es hat noch ein paar Wörter und so und das kann das verstärken. Aber ich kann keinen Bob Dylan hören. Es gibt so zwei Typen Menschen, habe ich das Gefühl, auch unter uns Musiker, ich finde das mega lustig, wie du merkst, wie jemand funktioniert. Und ich bin ganz eindeutig kein Lyrics-Guy. Und trotzdem, und was eben auch noch interessant ist, ist, dass ich ja grösstenteils instrumentelle Musik mache und eben nicht an einem Mikrofon stehe. Und wie lädst du gleich die Musik auf mit einer Message? Und ich finde, wenn man es nicht macht, ist es eine verpasste Chance. Und darum ist halt das konzeptuelle Arbeiten rund um die Musik, um Artwork und Story, die du erzählst und wie du es verpackst und all das, oder, ist extrem wichtig und ist wie genau so ein Teil von meiner Arbeit, wie zu wirkliche Musik machen selber.
Also ganz krass, irgendwie, bevor das Pablo Nouvel-Ding gestartet hat, habe ich eine R&B-Gruppe gespielt, die The Game Boys geheißen. Und das bin ich, sie hat produziert und der Sänger hat gesungen, und hat Lyrics geschrieben und gesungen. Und irgendwann ist «You Do Me Wrong» hat der Song geheißen, mit einem Marvin Gaye-Sample, den wir heute Abend auch spielen. Das war der allererste Song, den ich gemacht habe, und ich habe gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich will die Scheidung. Ich will, dass das lebt einfach als Instrumental-Ding und dass das Sample von Marvin Gaye das lenkt. Jetzt in den letzten paar Jahren immer wie mehr habe ich eigentlich Voices weggelassen und mir wie so eine Challenge gemacht. Musik, Texturen, Komposition muss genug interessant sein, dass es ohne die traditionelle Songstruktur, oft sogar ganz ohne Stimme, funktioniert. Tu citi adesso You Do Me Wrong, stasera suoni You Do Me Wrong nel tuo set, considerando il flusso continuo di musica che produci, che rapporto hai con le tue vecchie canzoni? Es ist abartig, oder? Den Tag zu spielen. Und das stimmt, das ist von 2013. Seit wir das spielen, also geschrieben haben 2011, das ist 10 Jahre her, und das erste Mal gespielt 2013. Und das ist einfach ein Song, wo jedes Mal, wenn ich das spiele, merke ich, wenn es anfängt, redet wirklich das Lied zu mir, ist halt auch das Marvin Gaye-Sample, wo einfach so, wow, das wird nicht alt. Das wird wirklich nicht alt. Und das ist wie so mein eigenes Evergreen, um mich daran zu erinnern, es ist nicht so schlecht, was ich schon dann gemacht habe. Und irgendwie der Soul, ja, es ist unbeschreiblich, es fasziniert mich wahrscheinlich am meisten von allen, dass der Song immer noch funktioniert, und darum spiele ich ihn auch so gerne live immer noch. Cosa intendi con somos solo cuerpos, siamo solamente dei corpi? Es ist so ein bisschen eine Liebeserklärung an das Loslassen, also aus dem Kopf rausgehen, an sich hingeben an Ekstase. Das ist jetzt in diesem Kontext natürlich sexuell aufgeladen, muss aber nicht unbedingt sein. Das kann auch sonst sein, ein Loslassen, in die Berge gehen, Fallschirmspringen. Es muss auch weniger extrem sein, aber halt so, dass einfach nicht mehr denken, sondern einfach sein. Zum Beispiel die Magie, die eine einzige Berührung haben kann, die so viel mehr sagt als 1000 Worte, das fasziniert mich extrem, und der Titel und der Song soll das so ein bisschen zelebrieren, dass man im Hier und Jetzt ist und irgendwie etwas Magisches, Metaphysisches kann passieren. La musica elettronica offre tantissime possibilità, infinite possibilità in studio. A che cosa devi rinunciare per portare questa musica dal vivo? Alles musst du aufgeben. All die 1000 endlosen Möglichkeiten musst du aufgeben, du musst dich entscheiden. So viel von meinem Job eigentlich ist Entscheidungen treffen. Es ist das Anstrengendste, was es gibt auf der Welt, ist entscheiden. Und live spielen mit anderen Menschen zusammen ist eigentlich das kumuliertes Entscheidungen treffen. Wie machen wir das? Was ist die Essenz des Songs? Wie können wir es abbrechen, dass wir das irgendwie spielen können? Wir wollen nicht ein riesen Playback, das einfach reinballert und eine riesen Popshow machen, sondern wir wollen das wirklich spielen. Und gleichzeitig soll es irgendwie funktionieren und tight sein und nicht eine Free-Jazz-Nummer sein, die irgendwie rumflattert. Und darum haben wir jetzt ein halbes Jahr lang, seit dem Februar, haben wir uns eigentlich verkrochen im Keller und das irgendwie so rausgemeisselt und geshaped, um herauszufinden, wie machen wir es. Und nachher
willst du gleich noch, damit nicht einfach funktionierst wie ein Computer, dass das Quäntchen Freiheit erlauben und kann reagieren. Und darum spielen wir mit einer Liveband, weil dann kannst du eben reagieren, kannst jemanden anschauen, kannst jemanden anschreien und sagen, hey, jetzt machen wir noch eine Runde und dann geht es noch eine Runde, jetzt Break, jetzt machen wir ein Break und dann alle aus und dann fängt dann halt das Leben von all den Entscheidungen, die du vorher getroffen hast und nachher vielleicht berichtest du auf der Bühne trotzdem wieder. L'anno prossimo sono 10 anni dalla pubblicazione del primo EP, è possibile? Che viaggio è stato? Lange und vor allem unglaublich, was ist das Gegenteil von einsam? Es sind so viele Leute Teil von dieser Reise nicht gewesen, sondern es ist ongoing. Oder? Ich denke an die erste Formation von meiner ersten Band, ich denke an meinen Manager, der mich begleitet seit extrem früh, Booking-Agent, all die Leute, die ich mit den Liedern geschrieben habe unterwegs. Ich habe ein Jahr in London verbracht, zum Beispiel kurz vor der Pandemie, und da habe ich 100 Songs geschrieben mit 100 verschiedenen Artists. All die Leute sind Teil von diesem Projekt. Und darum war es mir auch so wichtig, jetzt hier mit dieser Bühnenshow, mit diesen LED-Wänden, das mitzunehmen. Es ist ein mega Krampf, aber es ermöglicht mir, dass wenn ich ein Vocal-Sample triggere von diesen Vocalists, Artists, die nicht dabei sind, dass die auf dem Screen erscheinen. Und dann kann ich die wie integrieren. Also ich drücke einen Knopf und anstatt nur ein Vocal-Sample kommt dann ihr Gesicht, das das wirklich singt. Und so kann ich all die Leute, die ich auf dieser Reise angetroffen und mit mir die Reise gegangen sind, oder zumindest ein Stück von dieser Reise, kann ich so ein bisschen mitnehmen auf den heutigen Club. So viele Sachen auf einmal. Es war so lange abstinent. Mein Leben hat sich so fest verändert in dieser Zeit. Ich bin ein komplett anderer Mensch als das letzte Mal, als ich mit einer Band gespielt habe, weil so viel in meinem Leben passiert ist. Und dann wieder hierher zu kommen, an so einem geschichtsträchtigen Ort wie in Helsinki und eine Show zu spielen. Und es sind so viele Freunde da und so viele Leute da, andere Musiker da. Es ist einerseits schön, aber es ist gleichzeitig auch eine mega Herausforderung, oder? Weil es nicht einfach so anonym ist, sondern es sind deine wichtigsten Leute da. Den Leuten, was dir wichtig ist, was die denken, oder? Und da nicht Nerven zu verlieren, ist natürlich schwierig. Und darum nachher einfach all die Liebe zu bekommen, das ist unglaublich. Also es ersetzt jeden Gang zum Psychologen. Weil es echt so eine Ressourcendusche ist. Es ist so schön. Mein Name ist Pablo Nouvel und du schaust Confederation Music Backstage.